Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem kleinen Blick hinter die Kulissen des Gebäudebuchs. Denn vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, das Buch von Gerhard und mir wird derzeit gedruckt, um ab Mitte Februar an die Unterstützer des Kickstarters, die Late Pledge Teilnehmer und danach an die Vorbesteller ausgeliefert zu werden. Der reguläre Verkauf startet direkt im Anschluss, spätestens aber Anfang März. Dann wird das Buch übrigens schon knapp 1,5 Jahre auf dem Buckel haben. Die grundsätzliche Idee hatten Gerhard und ich nämlich nach unserem Ruinenstadt-Workshop, den wir im Mai 2019 in Hamburg ausgerichtet hatten. Es folgten Brainstorming, Planungen, Tests und nicht zuletzt die Vorbereitungen für die Kickstarter-Kampagne im September 2019. Einen Monat später, nachdem über 1700 Unterstützer das Projekt finanziert hatten, ging's dann so richtig los. Wir hatten das Buch thematisch in 5 Kapitel aufgeteilt, wobei die Tutorials-Sektion rund 2/3 des Buches ausmachen sollte. Die anderen Kapitel zu wissenswerten Grundlagen, nützlichen Techniken und praktischen Tools sollten das Buch dann abrunden. Gerhard entwarf und baute dann nacheinander die 14 Gebäude fürs Buch. Hierbei fotografierte er die einzelnen Bastelschritte und schickte sie mir zusammen mit einer Kurzanleitung, damit ich daraus die Tutorials verfassen konnte. Das klappte, trotz der räumlichen Entfernung zwischen unseren Wohnorten, an sich wunderbar. Allerdings merkte ich beim Schreiben, dass ich hier und da noch weitere Fotos gebrauchen könnte. Zum Beispiel bestimmte Detailaufnahmen oder ein Bauteil mal von einem etwas anderen Blickwinkel. Gerhard und ich planten daher, uns im März 2020 bei mir zu treffen, um diese fehlenden Bilder nachzumachen. Tja, und was dann passierte, wisst ihr alle ja nur zu gut. Corona und der Lockdown kamen und warfen mit einem Schlag auch unsere Planung komplett über den Haufen. Die Lösung war schließlich, dass ich die fehlenden Fotos allein nachmachte. Und da es seltsam ausgesehen hätte, wenn innerhalb eines Tutorials ab und zu andere Hände zu sehen gewesen wären, nahm ich alle Motive nochmals auf. Das war zwar extrem zeitaufwendig, aber so sind nun alle Fotos aus einem Guss. Wir denken, das sieht so viel besser aus. Außerdem stieg ich durch das Nachbasteln und Fotografieren noch tiefer in die Tutorials ein und konnte auch noch ein paar Tipps und Optimierungen beisteuern. Und auch direkt die Fragen beantworten, die von unserer Lektorin Martina und unserem Übersetzer Steve kamen. Hier einfach mal ein Beispiel, wie das so aussah. Hier seht ihr die Schritte 5 bis 8 für das Bunker-Tutorial aus meinem Word-Dokument. Die gelben Bereiche sind übrigens Layout-Anweisungen, welches Bild und welche Bildunterschrift, kurz BU, unsere Layouterin Andrea verwenden sollte. Der schwarze Text ist von mir formuliert, die roten Passagen sind Änderungen von Martina, alles blaue sind Fragen von ihr. Denn ganz oft haben wir bei den Besprechungen zum Beispiel Bauteile umbenannt, um es für euch klarer und übersichtlicher zu machen. Anschließend ging dann immer alles zu Steve zwecks Übersetzung und parallel zu Andrea, damit sie die Seiten aufbauen konnte. Natürlich gab es dabei auch mal Rückfragen und Änderungen, aber sobald das Grundlayout stand, gingen die Seiten an Michel. Er war fürs Nachbasteln aller Gebäude zuständig. Und zwar genau so, wie es die Texte, Tabellen und Bilder auf den Seiten vorgaben. Sein anschließendes Feedback wurde dann in die deutschen und englischen Seiten eingearbeitet. Und selbst danach waren die Seiten immer noch nicht fertig. In den letzten Wochen der Buchproduktion wurde nämlich alles nochmals Korrektur gelesen und von Martina die Imprimatur und der sogenannte Satz gemacht. Damit sind zum Beispiel Umbrüche und optimale Textlängen gemeint, damit alle Worttrennungen schön aussehen und keine Zeile nur ein kurzes Wort enthält. Außerdem wurden noch die Seitenzahlen zu Verweisen auf andere Kapitel ergänzt, Bildausschnitte optimiert und so weiter. Und nicht vergessen, all das immer in beiden Buchversionen, in der deutschen und in der englischen. Ja, das war insgesamt deutlich aufwendiger, als jeder von uns zu Beginn gedacht hatte. Zusammen mit den Corona-Einschränkungen, den Reise- und Kontaktverboten verschob sich immer mal wieder der ein oder andere Termin nach hinten und letztlich damit der Tag, an dem alles zur Druckerei gehen sollte. Doch das ist zum Glück nun Vergangenheit, denn schon in knapp einer Woche sollen die fertig gedruckten Bücher bei uns eintreffen. Auf 232 Seiten findet ihr dann knapp 2000 Fotos mit rund 35.000 Worten dazwischen. Leere Seiten oder ungenutzten Platz werdet ihr allerdings nicht finden.
Ich hoffe, der kleine Rückblick und die Einblicke in die verschiedenen Arbeitsschritte haben euch gefallen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich und auch Gerhard möchten an dieser Stelle noch einmal ein riesen Dankeschön sagen an alle Kickstarter- und Late Pledge-Teilnehmer sowie Vorbesteller für ihre Unterstützung und vor allem auch ihre Geduld. Außerdem ein dickes Dankeschön an Martina, Andrea, Steve und Michelle, die uns mit ihrer Arbeit so unfassbar toll unterstützt haben. Natürlich sind wir nun extrem neugierig, wie euch das Buch gefällt. Sobald ihr euer Exemplar erhalten habt, lasst es uns gerne wissen. Hier in den Kommentaren, per E-Mail oder auf Facebook. Wir freuen uns drauf und sehen uns auf jeden Fall nächsten Freitag. Bis dann.